So, neues Video und wieder mal geht es um einen stahlbautypischen Anschluss. Diesmal um den Schweißanschluss eines i-förmigen Profils, das zum Beispiel an eine Kopfplatte oder auch ein anderes Bauteil angeschweißt werden soll. Das ist jetzt auch kein statisch anspruchsvoller Anschluss, aber für den Statiker in der täglichen Arbeit einfach eine lästige und immer wiederkehrende Berechnungsaufgabe. Der Stahl 2000 Launcher ist schon gestartet und wir wählen unser Programmpaket Anschlüsse. Dort haben wir in dem Karteikartensystem den Schweißanschluss. Den wählen wir uns jetzt mal aus. In den anderen Karteikarten finden wir auch andere Anschlussarten, wie Zugstäbe, Winkelanschlüsse, Kopfplatten, Laschen oder Knotenbleche. Dazu gibt es bereits eigene Videos oder die Videos folgen noch. Vielleicht abonnieren Sie den Kanal einfach, dann werden Sie über neue Videos informiert. Für unseren Schweißanschluss können wir in der linken oberen Ecke die Stahlgüte wählen. Wir belassen es mal bei dem S235 und müssen dann natürlich die Belastung angeben, die auf die Schweißnaht wirken soll. Wir haben die Möglichkeit, ein Biegemoment anzugeben, vielleicht von 20 kN, Querkraft vielleicht von 10 kN und auch noch eine Normalkraft auch von 10 kN anzugeben. Im unteren Bereich müssen wir dann die Schweißnähte festlegen und das sind eine ganze Menge. Wir haben ja die Schweißnähte oberhalb und unterhalb der Gurte. Wir haben die innenliegenden Gurtnähte. Und wir haben die zwei Stege. Das können wir hier alles einzeln eingeben. Wir können uns das aber auch einfacher machen und können sagen, wir möchten die Schweißnähte für ein ganz bestimmtes Profil haben und können die dann in der Profilauswahl zum Beispiel für einen IPE 200 laden. Dann werden alle geometrischen Werte automatisch eingetragen. Wir können jetzt noch wählen, was für eine Art von Schweißnaht wir haben möchten. Kehlnähte sind voreingestellt, das belassen wir mal so. Damit sind alle Eingaben schon gemacht und wir können mit dem Taschenrechnersymbol die Berechnung starten. Ist natürlich auf Knopfdruck erledigt und wir sehen sofort einen der typischen Ausdrucke. Es beginnt mit dem Protokoll der Eingabewerte. Dann folgt die Ermittlung der Querschnittswerte des virtuellen Profils, bestehend aus den einzelnen Schweißnähten. Und dann haben wir Nachweise der Spannungen, einmal Sigma oben, einmal Sigma unten mit minus 9,32 und 9,93 kN pro Quadratzentimeter. Das ergibt einen Nutzungsgrad von 0,38 also alles okay. Danach folgt die Vergleichsspannung oben und unten, die Ausnutzungsgrade von rund 0,5 oder guten 0,5 ergeben, ebenfalls kleiner 1 ist also auch okay. Hier haben wir noch die Spannungen in den Stegnähten. Dort gibt es eine Schubspannung und auch eine Vergleichsspannung. Hier haben wir einen Auslastungsgrad von 0,69, auch kleine 1, das heißt der Nachweis ist erbracht, die Schweißnähte passen und die Berechnung ist beendet. Diese kleine Berechnung ging blitzschnell. Aber mit Stahl 2000 können Sie auch zum Beispiel ganze Hallenrahmen in Rekordzeit berechnen. Klicken Sie einfach auf das vorgeschlagene Video, wenn Sie das sehen möchten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.